Der wahrscheinlich schönste VW T6.1 von ganz Österreich, das kann ich euch sagen. Er ist in Zirbenholz. Ist Zirbenholz drin? Natürlich. Natürlich ist Zirbenholz drin. Hier kommt der Grüne. Da ist er. Der ist sensationell. Stell ihn mal vorne hin davor. Den werden wir gleich mal zeigen. Extra Video. Die sind vollkommen konträr ausgebaut. Ja? Richtig. Wir haben bei unserem Roma zwei grundsätzlich verschiedene Grundrisse. Wir haben einmal einen sehr offenen Grundriss mit einem Hochschrank, breite Liegefläche und einmal klassisch mit Seitenzeile, ähnlich wie bei einem California, sodass wir auch jeden Kunden mit jedem Bedürfnis ansprechen können. Ja, ihr seid wahrscheinlich der am meisten perfektionierte Ausbauer der Welt, so kann ich sagen. Du hast alles, was dich gestört hat, verkleidet. Und zwar nicht nur irgendwie semi-professionell, sondern immer so, dass die Ingenieure von Volkswagen stolz auf euch sein können. Es sieht aus wie Erstausrüster, oder? Ja, das wäre der Anspruch und wir hoffen, dass wir dem gerecht werden. Oder übertreffen. Hier wolltet ihr es wissen, ist jetzt Cycle da vorne, der Schnorchel, ist der optisch oder ist er auch angeschlossen? Auch angeschlossen, alles mit Funktion. Auch da der komplette Offroad-Umbau inklusive Seilwinde, Unterbodenschutz, Rockslider, alles was Sinn macht. Ja, das Schöne ist, die Fahrzeuge sind wirklich für den harten Einsatz gedacht. Ihr habt eine Technik drauf, mit Steinschlag-Schutzfolie zu arbeiten. Das bedeutet, ihr nehmt gerne den Originallack und überzieht den mit Steinschlag-Schutzfolie in Verbindung mit matten Akzenten. Ja, genau, das machen wir gern. In dem Fall fehlt es jetzt bei beiden noch, aber der Schwarze jetzt beispielsweise kriegt die Steinschlag-Schutzfolie und UV-Schutzfolie jetzt im nächsten Schritt, wie wir vorhin beim Frank schon gesehen haben in dem Video. Dort ist die Lackschutzfolie bereits aufgebracht und ja, schaut auch optisch ganz cool aus, weil sie matt ist. Ja, ihr seid die Zirbenholz-Spezialisten, aber nicht nur, weil Zirbenholz gut riecht, das riecht ein bisschen wie in der Sauna, sondern weil es ein Werkstoff ist, mit dem ihr groß geworden seid so ein bisschen. Also das ist ein Werkstoff, ganz natürlich, ganz tolle Eigenschaften, er ist offenporig. Richtig, wir lackieren die Flächen nicht, wir lassen die offenporig, sodass das auch im Kontext wirken kann, im Fahrzeug wirken kann und für ein gutes Klima sorgt. Es ist so, dass wir da eine Konstruktionsplatte, einen Konstruktionswerkstoff hergestellt haben, der splitterfrei ist. Das heißt, jeder, der glaubt, wir verwenden da jetzt Vollholz, der, wenn es mal einen Unfall gibt, splittern kann, der ist da am falschen Dampfer sozusagen. Splitterfrei. Ist absolut splitterfrei, was einfach auch aus professioneller Sicht von uns wichtig ist, damit es im Straßenverkehr passt. Ja, da kannst du bei uns auch die Platte bestellen und deinen eigenen Van damit auskleiden. Ja, wenn bei euch dekoriert wird, dann meistens ein bisschen zurückhaltender, also nicht so schreiend. Es gibt ja viele, die es machen. Ihr könnt viel mit inversen Schriften arbeiten. Der Roma, wer kam auf den Namen Rome? Ja, das war ich in dem Fall, weil der Roma to roam heißt so viel wie erkunden, herumwandern und genau für das ist dieses Fahrzeug einfach gebaut. Man erkundet die Gegend, man geht ja auch noch die paar Schritte weiter, weil er gewisse Allradeigenschaften hat, aber ein Roma muss auch nicht immer Allrad haben. Er ist einfach zum Erkunden des Lebensraums geschaffen. So, und die Sandbleche, alles ist handverlesen, das muss gut aussehen, das muss auch funktionell sein. Mit den Sandblechen kannst du prima auch Unterschiede im Gelände ausgleichen, ein bisschen, wenn du stehst. Richtig, das funktioniert auch. So, hier siehst du es. Ihr seid ja vom Anspruch her nicht die Cracks, weißt du, die dann da stehen auf einer Abenteuer-Allrad, die dann sagen, ey, wir, ich sag mal, sind dafür da, um jetzt in Libyen irgendwie durch die Wüste zu fahren oder so, sondern ihr verkauft ganz viele Autos an Enthusiasten, die die Freiheit suchen, die, ich sag mal, diese extremen Möglichkeiten, die diese Fahrzeuge bieten, ja gar nicht so ausschöpfen. Die mal auf eine Wiese fahren, das vielleicht demnächst mal machen. Aber habt ihr auch so richtige Cracks, die mal eine Weltreise damit gemacht haben? Ja, wir haben jetzt ein Pärchen, das mit ihrem Roma unterwegs ist und nach Marokko in die Dünen fährt. Der Herbert will unbedingt mit dem Roma Dünen fahren und das sollte auch ohne Probleme möglich sein. Es gehört schon genutzt und wir träumen auch von einem Event, wo wir unsere Kunden zusammenholen können, um zum Beispiel verschiedene Länder gemeinsam zu erkunden und die Fahrzeuge auch etwas an ihre Grenzen zu bringen. Ja, hier und selbst sind wir natürlich auch ganz gerne, sage ich mal, etwas abseits der Pisten unterwegs.
So, BF Goodrich, hier die Kindergartenbereifung, die drauf ist, aber schon, die ist recht offenporig, die kriegst du nicht so schnell zugeschlammt, oder? Genau, allerdings richtiger Schlamm bringt auch dieses Reifenprofil an die Grenzen, da bist du gleich einmal zu, sage ich jetzt einmal, da brauchst du dann einen Mud-Terrain, aber so für den, der es etwas gröber möchte, auch noch auf der Straße fahrbar und schaut auch gut aus, beziehungsweise ist einfach auch für dich da, wenn du ihn brauchst. Ihr seid Understatement, also die weiße Seite habt ihr, sowas braucht ihr nicht, weiße Buchstaben. Hier zum Beispiel ein schönes Detail, Transporter habt ihr gelassen. Genau, ganz bewusst. Ganz bewusst, weil es ist ein Transporter als Basis gewesen, aber die Optik ist Multivan. Ja. Das heißt, du hast also hier die Scheiben mit drin, aber hier ist schon wieder eine Besonderheit. Das, was wir gerade sehen, ihr habt auf einer Scheibe, habt ihr die Sandfläche festgemacht. Nimm es mal gerade runter, dass wir mal sehen. In dem Fall ist es nicht das, was du meinst, das sehen wir dann beim anderen Fahrzeug. In dem Fall haben wir einfach ein Airline-Schienensystem auf die Karosseriestruktur. Drunter ist der Lack, das Blech. Na, drunter ist die Scheibe, eine richtige Scheibe, aber nicht die Funktionsscheibe, die wir haben. Aber eben eine Querträger. Airline-Schiene. Okay. Hast aber nicht gesehen, weil die drüber sind. Das war hier gar nicht nötig. Genau, in dem war Fall. In dem Fall jetzt nicht nötig. Hat es zu dem Zeitpunkt auch noch nicht gegeben, das Produkt, wie man das fertiggestellt hat. Ansonsten hätte der Oliver, der Besitzer dieses Fahrzeugs, bestimmt nicht Nein gesagt. So, es ist so, ihr habt eine Scheibe entwickelt, die keine Scheibe ist, nämlich eine Alu-Heckscheibe. Die können wir mal zeigen. Ist die irgendwo hier verbaut? Ja, bei unserem grünen Fahrzeug. Komm, wir zeigen es mal gerade, weil das ist was... Green Go. Das ist der Blake und das ist der Green Go. Unsere zwei größeren Referenzen, die wir momentan haben. Gibt es ein eigenes Video hier zum Green Go? Bitte, also wundert euch nicht, wenn ich gleich abbreche hier. Das ist keine Scheibe, was hier drunter ist, oder? Nein, das ist Aluminium, konstruktiv, extrem stabil und auch so verklebt, dass man da wirklich Lasten drauf bringen kann. Das ist also, ich glaube, ein Novum, habe ich noch nie gesehen. Habt ihr es mal gesehen, irgendwo anders? Nein, das ist eine komplette Eigenentwicklung, das hat der Markt noch nicht gesehen und gibt es bei uns für den kompletten T5, T6 plus PSA-Vans. So, habt ihr das wahrscheinlich bestellt bei Obelink? Nicht so ganz. Nein, auch da dieses Teil zu fertigen ist recht kompliziert, weil du Wölbungen des Fahrzeugs machen musst. Es ist nicht wie eine Glasscheibe, die man wo reingießt. Ich weiß jetzt nicht genau, wie Glas gefertigt wird, aber ich denke mal, dass das über Guss ist. Das Alu, oder? Und in dem Fall muss das Alu gewalzt, gerollt und gewölbt werden. Das ist relativ kompliziert und nachher noch hochglanzlackiert, damit die Optik passt. So, easygoinc.com. Das Ganze macht ihr jetzt seit wie vielen Jahren? Seit 2017 sind wir fokussiert im Vanlife-Bereich, also seit 5 Jahren. Seit 5 Jahren. Ihr kommt auch aus dem Freizeitbereich. Ich habe früher mal hochwertige Skateboards, Longboards gebaut. Das ist so mit einem Kollegen zusammen. Und der Qualitätsanspruch war damals schon gleich? Richtig, der Qualitätsanspruch war immer schon hoch und wir haben jedes Detail eigentlich beachtet, dass die Produkte langlebig sind und Spaß machen und auch ihren Preis wert sind. Das haben wir damals wahrscheinlich, war das prägendste Feature, sage ich mal, oder die wichtigste Lehre, die wir daraus gezogen haben, dass wir ein anderes Produkt geschaffen haben. Das haben wir beibehalten, ausgebaut und auf den Fahrzeugbau übertragen. Qualität geht immer? Qualität muss immer gehen. So, hier sieht man es. Das Rad wird hier gefertigt in Österreich? Geschmiedetes Aluminium. Nein, das kommt aus Deutschland. Gefertigt meine ich, dass es nicht in Deutschland wird. Ist aber eine deutsche Firma, Twin Monotube Project. Ist geschmiedet? Nein, ist es nicht. Nein. Gegossen? Ich denke ja. Also was auch immer, aber es hat Traglast, 1 Tonne, glaube ich, pro Reifen? Genau, 1000 Kilogramm. 1000 Kilogramm. Hier ist es drauf. Was ist daneben drin? Das ist eine Transportbox, wasserdicht und verschließbar, wo wir innen dann wiederum einen kleinen Ausbau gemacht haben. Es riecht nach Zirbe wieder. In dem Fall, weil man da jetzt zum Beispiel nasse Schuhe oder Gummistiefel mitnehmen kann, einfach auch lackiert, damit das nicht grauslig wird, sage ich mal. Und auch ein sehr gutes Handtäschchen für das Fahrzeug, sage ich jetzt. Hat Auer das schon gesehen eigentlich? Nein, haben das, glaube ich, noch nicht gesehen. So, liebe Firma Auer, schickt den Jungs doch mal eine Wunschkarte, denn so einen Kistenausbau, glaube ich, habt ihr noch nie gesehen, oder? Denke ich nicht.
Nein, wer das ist auch was. Wer bekommt auf die Idee, Kisten auszubauen? Ja, ich meine, ihr baut Autos aus, aber Kisten? Ja, ich 2 Tage vor dem Urlaub. So, Landstrom, hier vorne siehst du, das ist der Landstromanschluss, Richtig. Außenstrom. Genau. Bewusst in einem Kunststoffteil verbaut, um dann trotzdem unnötige Blecharbeiten zu vermeiden und keine Schwachstellen zu schaffen, denn überall, wo natürlich auch fachmännisch gearbeitet wird, aber wo Blech beschädigt wird, hast du natürlich auch eine Blechbeschädigung, auch wenn es das versorgt. Hinten die Scheibe habt ihr foliert, das ist drauf. Wir können ja mal kurz öffnen, mach mal auf. Dann sieht man, ihr habt eigene Verstärkungssysteme entwickelt für die Dämpfer, denn jetzt ist die Last natürlich, so ein Reifen wiegt was, das ist schon vergleichbar mit dem E-Bike, oder? Richtig, insgesamt sind wir da bei ca. 50 Kilo, das der Heckträger jetzt gerade beladen ist, nicht ganz wahrscheinlich 45 und 60 kann er halten von VW aus. Wir haben aber den Träger dementsprechend verstärkt, sodass theoretisch, also dass man die 60 Kilo nicht überschreiten sollte, aber auch die dynamischen Kräfte dann das nicht zum Punkten bringen soll. So, hier ist wieder Zirbe, ihr seid die Zirbenholz-Spezialisten. Das ist gar nicht so einfach, sowas zu verarbeiten, muss man sagen. Ja, ihr habt eine Expertise im Bereich Holzbau. Wer macht bei euch die Holzbau? Hier haben wir eine Partnerwerkstatt mit einem integrativen Betrieb, der uns die CNC-Teile fertigt. Die Entwicklung der Teile machen wir alle selbst, die Konstruktionen, und dann wird es eben regional von einem Partner in Tischlerarbeit gefertigt. So, ich zeige mal gerade, wie locker ihr diese 50 Kilo Last da rauf und runter gemacht haben. Das geht, wenn man es hat. Eure Ausbauten sind stets Understatement, wenn man das will. So ist es, also wenn man das möchte. Schreiend auch. Jetzt ist auch die Farbe ist noch Understatement. Da ginge natürlich was ganz anderes. Du kannst folieren lassen, was man will, oder? Ja, definitiv. Also wir haben sogar schon für Kunden eigene Designs mit unserer Grafikabteilung umgesetzt. Also wir haben halt einfach die Möglichkeiten, sage ich jetzt. So, ihr habt das Material geschwächt hier durch euer Logo. Genau. Also extrem. Ich hoffe, es hält trotzdem. Spaß. So, ihr habt unglaublich tolle Designer, muss man sagen, die sich ganz viele Gedanken machen um Details, die eigentlich nur du weißt. Denn du sagst, unser Anspruch ist so, dass man auch unter das Blech gucken kann. Da ist es genauso schön verarbeitet wie über dem Blech. Genau. So sollte es immer sein, oder? Ja, genau. Also wenn wir uns die Frage stellen oder wenn man in die Versuchung kommt, dass der Kunde wird das bestimmt nicht sehen, dann ist das aber die falsche Antwort, denn er könnte es sehen, beziehungsweise es könnte irgendwann mal zu Problemen führen, und das ist nicht unser Stil, das ist nicht unser Gedanke. Ja, wir haben da schon ganz schlechte Erfahrungen gemacht, nicht in-house, sondern ja schon in-house, aber nicht bei einem Fahrzeug, das von uns produziert wurde, sondern da gibt es ein Fahrzeug auf Citroën-Basis, das in großen Stückzahlen gebaut wird, und die scheren sich den Dreck wegzusaugen, sage ich mal. Wenn die Löcher bohren für die Standheizungsdurchlässe, dann bleiben die Späne liegen. Die rosten. Die rosten extrem, und du brauchst nur die Einstiegsleiste, wenn du so ein Auto hast, von der Schiebetür rausnehmen und schauen. Es wird bei, würde ich jetzt mal mir zutrauen, 9 von 10 Fahrzeugen so sein, dass die Späne vorhanden sind. Weil einfach die Zeit zu rosten, die brennen sich dann ein in den Lack. Ja. Das ist unangenehm. Ich meine, das sind so Kleinigkeiten, aber ich sag mal, auch ihr habt gelernt, ich meine, macht das Ganze jetzt schon sehr, sehr lange. Das, was wir jetzt hier sehen, das ist so die Quintessenz aus 7 Jahren mittlerweile? 5 Jahren Fahrzeugbau. Mach mal raus, das ist ein Kernelement, sind eure Schwerlastauszüge, die relativ leicht rückbaubar sind. Das heißt, wenn ich dann wirklich mal was transportieren will, kann ich hier rückbauen? Jederzeit. Also das Roamer-Konzept ist so aufgebaut, dass in 20 Minuten das Auto komplett leer ist und wieder ein Transporter ist. Wir haben am Boden dann unsere Zurschienen im Airline-System, die jedes Ladegut sichern lassen, und es ist einfach ein Fahrzeug, der Roamer, für alle Fälle und für die ganze Familie. Egal ob du umziehst, egal ob du 4 Wochen in den Urlaub fährst, er ist für dich da. So, ihr habt Boxen entwickelt, die auch einzeln erworben werden können. Das ist auch eine Besonderheit. Alles, was wir hier sehen, kann einzeln erworben werden. Ihr baut aber auch zusammen. Ihr liefert entweder das
Basisfahrzeug mit, aber der Kunde kann auch seins mitbringen. Hier nehmen wir mal ein Beispiel, das ist jetzt die Dinnerbox, pack die mal bitte aus, mach sie mal oben rein, push to open. Richtig. Mit Deckel und Verschluss. Und das versteckt sich dahinter, also eine klapperfreie Lösung. Wir haben einfach versucht, die Gewürze und das Besteck so gut es geht zu versorgen, damit da nichts herumfällt und auch der Platz anständig verwendet wird. Was ist darunter eigentlich? Das ist so ein Moosgummi, damit auch die losen Messer, die drinnen liegen, nicht herumrutschen. Und unter dem Einsatz ist gar nichts, oder? Ja, das ist einfach so eine kleine Box. Ach so, die ist nur so hoch, okay. Genau. So, jetzt auch hier, das Kochgeschirr darf ja auch nicht klappern. Was nehmt ihr? Ja, das ist jetzt nicht optimal verpackt. Das ist ein MSR-Geschirr, das kann man eigentlich ineinander stapeln. Der Kunde, also das Fahrzeug ist ja schon in Verwendung. Der hat euch das freundlicherweise nochmal zur Verfügung gestellt. Wie lange ist das schon Verwendung? Ein halbes Jahr circa. Sieht man nicht, ihr habt es aufbereitet nochmal? Außen nochmal geputzt und innen auch nochmal geputzt, sodass schöner zurückgeht, als wir es bekommen haben, als kleines Danke. Wenn ihr jetzt auf die Messen fahrt, habt ihr auch schon mal Kunden, die euch Autos geben für Messen? Ja, so wie der Frank zum Beispiel, der auf der letzten Messe mit dabei war. Da war mit dabei. So, was ist das für ein Kopf? Ein Nudelkopf? Kannst du sogar ausgießen, oder? Ja, genau. Das ist ein Kochtopf mit Ausgieß. Von, sag mal, MSR, genau. Ist das gut, MSR? Ja, leicht klein verstaubar und auch von der Materialqualität her ohne Beschichtung, sodass man sich nicht irgendwelche giftigen Stoffe ins Essen reinholt. Okay. Kommt eigentlich aus der Expeditionstechnik. So, ganz viel ist das so also ich wollte das jetzt eben nicht falsch verstehen, wo ich gesagt habe, ihr seid vielleicht nicht die Spezialisten, die, ich sag mal so, in der Fachtüftelbranche, das könnt ihr auch. Also wenn einer kommt und sagt, hier, ich will mir selbst einen Van ausbauen, ich brauche da Hilfe und so weiter und so fort, aber ihr habt auch Kunden, die vorher noch nie ein Reisemobil hatten, die zu euch kommen, wirklich bei Null anfangen und sagen, hier so ein Auto, das gefällt mir gut, sowas hätte ich gerne, könnt ihr mich da unterstützen? Da seid ihr auch nicht so, dass ihr sagt, sicher, dass du sowas haben willst. Ja. Na, ich werde aus Professionalitätsgründen natürlich hinterfragen, ob das jetzt wirklich das Richtige für den Kunden ist. Aber wenn er das haben möchte, dann werde ich ihn bestmöglich beraten diesbezüglich. Für das sind wir einfach da und da kommen wir her. Egal in welchem Status du dich im Thema Vanlife oder Reisefahrzeug befindest. Ich kann bei Null zu dir kommen. Man kann sagen, definitiv. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was ist für mich wichtig und dann stell dir Fragen, was willst du machen? Oder? Das ist unsere Aufgabe, okay. Richtig. Das ist so. Sollte ja selbstverständlich sein. Ihr habt eine Box entwickelt, die ist sensationell. Ihr habt Push-Logs gemacht. Mach mal bitte die letzte Box raus. Die Push-Logs sind so, die habt ihr getestet, die sind relativ stramm. Genau, sind relativ stramm. Gerade bei der Aquabox, wenn man da ein bisschen im Gelände fährt, hast du dann das Thema, dass wenn du zu leichte Push-Logs hast, dass das Wasser schwappt und sich somit öffnen kann. Deswegen auch bewusst sehr straff. Es gibt auch noch die Offroad-Variante, wo man zusätzlich mit einem Riegel sichern kann. So, was ist denn das für ein schöner Wasserhahn? Weil es muss alles schön sein bei euch, ja? Ja, was Schieres möchte man nicht verbauen. Immerhin ist das die Black Edition, genannt Blake, und da ist auch selbst der Brauseschlauchadapter. Halt mal gerade ein bisschen langsamer, ich filme den mal gerade ab. Ich mach mal meinen Weitwinkel, ist komplett auf. Das ist eine Brause, oder? Ja, genau. Zum Abduschen super geeignet. Genial, oder? Ja, einfach genial. Du hast auch einen Hebel, wo du den Wasserfluss absperren kannst, direkt beim Hahn, genau. Das wäre hier. Und ja, das ist einfach für stressfreies Duschen. Er sieht so cool aus, dass die Leute, also ihr seid auch total offen. Das heißt, der wird da reingedreht, ganz unkompliziert, oder? Ja. Genau, das ist ein handelsüblicher Adapter M24, wenn ich mich nicht komplett täusche, dauert halt kurz, danke. Der wird da reingedreht, bisschen Vorsicht ist geboten, denn man dreht hier ein Metallgewinde in ein Kunststoffgewinde rein, nicht, dass man das zerstört. Und ja, im Nu kann man sich abduschen und das autark, denn der Akku ist hier verbaut mit einem Akku-Pack und das Ganze gibt es als 10 und 15 Liter Variante. Ja, ihr habt das morgen nicht geduscht, dusch mal. Nee, vielleicht mal so. Tatsächlich. Ist Akku leer. Tatsächlich. Na, geht. Ich habe die Dichtung da jetzt nicht reingegeben. Ohne Dichtung. Aber sollte vielleicht trotzdem gehen. Ja. Geht auch.
Also wir haben ganz schön Druck in unserer kleinen Aquabox. Also Druck drauf. Das Volumen, was geht da rein? In dem Fall sind es 10 Liter, wir haben das auch als 15 Liter Variante und wir bieten auch den Kanister als separates Zubehörteil an, sodass ich mir einen zweiten oder dritten Kanister auf Reisen mitnehmen kann. So, ihr bietet auch auf Wunsch, das habt ihr jetzt realisiert, natürlich einen Tank an, der im Fahrzeug verbaut werden kann, wenn jemand zum Beispiel warmes Wasser haben möchte. Ja. Ihr arbeitet sehr stark mit Autotherm, Wärmetauscher zusammen, sehr zuverlässig. Richtig, ja. Autotherm ist schon ein langjähriger Partner von uns. Seit 4 Jahren in etwa sind wir Distributor in Österreich für Autotherm. Das ist eine Dieselstandheizung. Das ist eine Dieselstandheizung, richtig. Wir haben für den VW T6 ein Wassersystem entwickelt, wo ich das Warmwasser über die Motorwärme beheizen kann, als auch elektrisch zuheizen kann. Hat jetzt nichts mit der Autotherm-Standheizung zu tun. Komm, wir zeigen das mal gerade. Wir gehen mal rein, denn ihr habt was vorbereitet, was Geniales, weil viele sagen werden, ja, wo ist denn der Boiler, wo ist denn dies, wo ist denn das? Diese Autotherm ist so unkaputtbar, habt ihr gesagt, dass die im östlichen Bereich eigentlich Industriestandard geworden ist. Das ist in allen, ich sag mal, Autos, die irgendwie rumfahren. Hier vorne sieht man den Wärmetauscher. Da ist ein Boiler, der mit der Abwärme quasi oder mit der Wärme, die aus der Autotherm rauskommen, warmes Wasser macht. Wie warm wird denn das Wasser? Ja, 60 Grad in etwa. 60 Grad. Und das hängt passiv da dran? Richtig, ja. So, ist passiv da dran und dann kommt da warmes Wasser raus. Hier sieht man eigentlich die Autotherm mal. Das hier ist im Auto drin, das sind die Durchführungen. Auch die werden ja professionell dann natürlich auch geschützt vor Rostkorrosion mit allem, was du drin hast. Schalldämpfer-Serie bei euch? An der Ansaugseite schon, das ist ein Zusatzschalldämpfer. Der bringt richtig viel, oder? Ja, es ist immer eine Verbesserung. Man darf sich dann keine absolute Stille erwarten. Das ist selbst bei den Abluftschalldämpfer oder Warmluftschalldämpfer der Fall, dass es einfach leiser wird. Aber es wird immer besser und besser und wer empfindlich ist, der kann sowas auch gut brauchen. Ja, es ist auch die neue, das ist die Dieselpumpe. Hier sieht man sehr schön, das ist der Dieseltank, stilisiert. Das kann aber auch ein Extratank sein, wenn der Kunde das möchte. So, und kann ja sein, er bringt ein Basisfahrzeug auf Benzin, dann macht man einen kleinen Dieseltank rein. Dann die leise Pumpe ist mit dabei, Fernbedienung, das sind die Bedienpanels, die verschiedenen. Das geht sogar extrem reduziert, oder? Richtig, das wäre das PU5. Da ist für alle, ja, die Technik so weitestgehend minimieren wollen, einfach ein Potentiometer drauf, fertig. Was cool ist, du kannst 2 Fernbedienungen hinmachen, du kannst eine vorne machen, eine hinten, wo man schläft und dann kann man die parallel hängen, das ist ziemlich cool, habt ihr wahrscheinlich noch nie gemacht, aber es geht. Richtig, dadurch, dass wir Distributor von Autotherm sind, möchten wir auch den Vorschriften seitens Hersteller nachgehen und die schreiben grundsätzlich ein Bedienteil vor, alles andere ist Hobby und Bastlerei und ja, wahrscheinlich möglich. Wir wissen auch, dass es möglich ist, aber... Ja, schaut mich die ganze Zeit böse an, ja, weil ich habe schon 2 dran gemacht. Aber macht es bitte nicht, ist es nicht zulässig. Q-Start, was ist das? Q-Start ist das GSM-Modul, das ich dann dafür verwenden kann, dass ich Handybefehle an die Heizung sende, Temperatureinstellung, Power-Einstellung, Modus und Schaltzeiten können da bestimmt werden. Das ist einfach die ideale Fernbedienung, auch wenn man auf dem Bett liegt oder auf dem Berg ist. Das heißt, ihr könnt die wirklich professionell, die hat einen Schaltausgang, man kann auch einfach an- ausmachen, das geht sowieso, aber hier kann ich ganz viel machen und das ist die ganze Mimik, die im Auto verbaut ist, wo wir gerade dabei sind, können wir vielleicht mal zeigen, das ist so eine typische Elektroinstallation, ihr habt die mal hier an die Wand geklatscht, damit man den Kunden sehr gut erklären kann, was so alles in so einem Fahrzeug eingebaut wird. Das ist zum Beispiel ein Solarpanel. Richtig, das ist die Solareinheit, es gibt ja verschiedene Lademöglichkeiten über Solar, Lichtmaschine oder einen externen Anschluss und das wird da alles illustriert, um auch den Kunden, der den Selbstausbau angeht, wirklich gut erklären zu können, hey, schau her, das Kabel verläuft von dem Bauteil zu dem Bauteil, du wirst so und so viele Meter kaufen, dann kann er sich das bei uns da konfektionieren und gleich mitnehmen. Was ist das?
Das ist ein Tiefentladeschutz, der auch eingestellt werden kann. Der ist digital ansteuerbar, um Batterien, wenn sie kein internes BMS, also Battery Management System haben, zu trennen, vor Tiefentladung zu schützen. Okay, ich zeige das mal gerade. Ihr arbeitet sehr, sehr gerne mit dieser, ich sag mal, kleinen, kompakten Batterie zusammen, denn sie hat ungefähr die Größe von einer normalen Autobatterie, also von der kleineren. Richtig, also diese Nennleistung von 80 Ampere-Stunden Nennkapazität ist in dem Fall genauso groß wie eine 80 Ampere-Stunden AGM-Batterie. 100 Ampere-Stunden wäre die Standardbatterie, die wir meistens anstreben, wenn der Platz vorhanden ist. Ansonsten gehen wir auf die 80 Ampere-Stunden oder eben ein Doppelbatterieaufbausystem. Ja, Victron Energy, hier vorne sieht man hier, das ist der Smart Solar Charge Controller, alles mit dem Bluetooth-Zeichen drauf. Das bedeutet, es gibt eine gemeinsame App von Victron, ein Traum, wer sie jemals benutzt hat. Du kannst alles mit dem Handy steuern. Richtig steuern zum Sehen. Sehen besser, genau, richtig. Und das ist das Bedienpanel. Wenn jemand keine Lust hat auf Handys, sind die zuverlässig? Ja, ist eigentlich immer sehr, sehr passend. Gibt Kleinigkeiten, vielleicht mal eine Mini-Sicherung, die fehlt, aber alles gut. Alles gut, sehr gut. Das FI darf nicht fehlen? FI darf nicht fehlen, ist gerade als professioneller Ausbauer immer ein Muss, dass man bei 230 Volt Installationen auch das Thema Sicherheit am Schirm hat. So, und das ist der Inverter Pure Sinus, ein kleiner, ich kenne die Größe, aber das langt für viele, 800 Watt? Ja, bis zur E-Bike-Größe, Beamer etc. kann man alles mit 800 Watt betreiben. Wenn man jetzt die Nespresso-Maschine gerne hätte, so wie meine Eltern in ihrem Roamer, dann gehen wir da auf einen 1600 bzw. 2000 Watt Wechselrichter, auch von Victron Energy, der das super managt. So, und hier haben wir Landstrom, das heißt am Campingplatz lade ich dann über das Ladegerät die Batterie? Ganz genau, richtig. Mit der Netzvorrangschaltung ist egal ob Multiplus oder konventionelle Installation immer gewährleistet, dass man nur eine Endverbrauchersteckdose benötigt. Boah, da habt ihr aber lang dran geschafft hier an dem Ding. Aber es ist sehr übersichtlich, weil du hier auf der Platte genau sehen kannst, wie es funktioniert. Und das alles in einem Fahrzeug unterzubringen, darf sich natürlich auch nicht aufscheuern, sowas. Ja, das ist ja auch ein Thema. Ihr verwendet ganz viel Schrumpfschläuche an den Stellen, wo es scheuern könnte. Schrumpfschläuche, Kabelschutzrohre, das ist alles einfach wichtig. Wenn man jahrelang in seinem Camper unterwegs ist, muss man einfach darauf achten, dass man keine scharfen Ecken hat, die das Kabel beschädigen können, denn sonst kann da irgendwann einmal ein sehr unangenehmer Ausfall sein und dann kommt man aufgrund des Verbaus etc. einfach nicht mehr dazu. Von dem her ist das einzig Nachhaltige, da wirklich mit Bedacht und sauberer Arbeit ranzugehen. So, hier unten ist die Fahrzeugbatterie, auch die wird natürlich aufgeladen, die soll ich ja nicht entladen. Was ist hinter der Klappe eigentlich? Das ist, glaube ich, nur ein bisschen die Basis. Die Serviceklappe, okay. Einen Schalter verbaut, das kennst du noch gar nicht. Also, was Neues. Ja. Krass. Da ist unsere Klimaanlagensteuerung für den Schauraum. Okay, alles klar. Das wollte ich noch. Nee, die Leute hätten sonst ganz viele Kommentare geschrieben, was ist das? Was wir jetzt noch nicht haben, ist die Wassertechnik, die kommt noch an die rechte Seite der Wand. Das haben wir leider Gottes nicht mehr geschafft bis zu dem Besuch. Ja, das ist so. Aber ihr habt viel gemacht. Hier sieht man eigentlich auch die ganzen Boxen. So sieht es eigentlich so ein Modul aus, wenn es eingebaut wird. Das kriegt man auch im Nachrüstsatz einzeln für alle Fahrzeuge. Du kannst aus fast jedem Kombi oder größeren Van kannst du ein kleines Wohnmobil machen mit diesem Modul. Richtig, wie wir es später auch noch sehen werden, egal ob Land Cruiser oder T7, wir haben das passende Modul in der passenden Größe. Jetzt sind wir im Showroom ganz alleine. Wann macht ihr morgens auf? Um 7:30 Uhr geht's los, dann bis Mittag, dann ab 1 wieder bis 17:30 Uhr. So, und du bist der? Martin. So, ihr seid ein cooles Team. Du bist der? David. Und wir gehen mal raus nochmal zum Fahrzeug, dass wir das mal sehen. Wir haben heute den ganzen Tag gedreht. Ich habe viele bei euch gelernt. Wenn ich aber eins gelernt habe, ist Perfektion. Ich sag mal, dass die Leute wirklich das anfassen können, die können sehen, dass ihr wirklich auch Stellen, ich sag mal, so behandelt habt. Fängt an, schönes Beispiel ist zum Beispiel das Aufstelldach, das sehen wir gleich drin, dass ihr sogar an den Kanten, die hätte man jetzt nicht verkleiden müssen, aber ihr habt das an Stellen verkleidet, das ist so schön gemacht, dass ihr die auch noch gepimpt habt, nenne ich es jetzt mal, ja.
Das ist gut, oder? Ja, genau. Also das macht sonst keiner. Wir bemühen sie einfach und ich glaube, das sieht man, wenn man sich mit den Fahrzeugen beschäftigt, dass wir da bei Easygoing ja, einfach größten Wert aufs kleinste Detail legen. Ja. So, hier vorne habt Das ihr. Fahrerhaus ist in dem Fall zum Beispiel mit Schurwolle überzogen. Das gibt es auch nicht. Das gucken wir uns gleich mal an. Ihr habt ja alles gemacht, was geht eigentlich in dem Auto. Genau, das ist ein Limited Edition, danke David. Black Edition. Die Black Edition, genau, wir haben da jedes einzelne Bauteil irgendwie geschwärzt, entweder pulverbeschichtet Jetzt haben oder wir die Airline-Schienen. eluxiert, genau, die wurden eluxiert. Ist natürlich alles mit extrem Aufwand verbunden und widerspiegelt sich dann auch im Mehrpreis. Standardmäßig wäre das alles in Silber eluxiert, aber ja, die Optik bestätigt, warum man auch den Preis dann dafür zahlt, um einfach so eine besondere Edition zu haben. Der ist schon weg. Der ist weg, ja, seit einem halben Jahr im Besitz des Kunden. Er war so freundlich und hat uns das Fahrzeug für den Dreh heute nochmal zur Verfügung gestellt. Danke, Hier Oliver. ist es. Danke, Oliver. So, hier vorne siehst du, das ist Loden. Ist das Material aus dem Lodenmäntel? Ich meine, das ist eine blöde Frage. Ganz genau, das kennt man aus den Lodenmänteln. Es ist sehr wärmend, sehr widerstandsfähig und 100% natürlich Wolle. Wolle. So. Auch hier bitte mal hoch machen, dass man das Ganze sieht. Ihr habt ein Lattenrostsystem, jetzt werden die Leute sagen, ist in der falschen Richtung, aber ihr habt es getestet. Man liegt da wirklich toll drauf. Genau, also der Schlafkomfort ist tipptopp. Die Hinterlüftung ist das Essentielle an dem Lattenrostsystem und natürlich auch die Funktion, dass ich hier extrem platzsparend im Alltagsmodus unterwegs sein kann mit bis zu 3 Sitzplätzen und dann binnen kürzester Zeit mein Bett aufbauen kann. Mach mal Licht bitte, sag mal so nett. Das war die kleinen Lampen. Ihr habt ganz viel indirektes Licht hier verbaut. Wir schmeißen es mal an, dass wir das mal sehen. Die Black Edition. So. Was hätte denn jetzt gemacht, wenn der Kunde jetzt nicht gekommen wäre? Der hätte keine Black Edition gehabt, oder? Für den Videodreh meinst du? Ja, hätte man nicht gehabt, das ist richtig. Die baut man auch nicht so oft, denn da brauchst du auch das nötige Kleingeld dafür. Und Preis, wie hier steht, ungefähr? 145.000 mit österreichischen Nova. Also 125 in Deutschland ungefähr? So circa, genau. Das ist immer noch okay, weil wenn du überlegst, wir haben hier Handarbeit, das ist das Maximum. Wo geht's denn los eigentlich, wenn ich jetzt sage, ich möchte einen T6 haben, Allrad mit, ich sag, was ist einfach, also mit einem zweckmäßigen Ausbau? Schlafen, Kochen, Stauraum. Ja, in dem Fall würde ich einfach ein Sportmodul oder ein Vanlife-Modul Sport empfehlen. Man kann das durchaus auch in ein gebrauchtes Fahrzeug reingeben. Also ich sag mal, mit einem gebrauchten Fahrzeug ab 30.000 € hast du einen 4x4 allradfähigen Camper. Das heißt, ich stelle dir jetzt den Camper hin und ihr baut den aus und für 30 könnt ihr den ausbauen. Kommt das hin? Ja, da geht's los. Geht's los. Okay. Also Neufahrzeuge, wenn man Allrad möchte, sage ich mal, muss man zwischen 90 und 100.000 € rechnen. Das ist hier eine Besonderheit, ihr habt alles als Ladung gemacht, weil ihr könnt nicht einfach hier in Österreich ein Wohnmobil aus einem normalen Transporter machen. Das ist, glaube ich, verbunden mit einer neuen Nova, glaube ich. Ja, allerdings ist es in dem Fall so, dass es ein Wohnmobil ist. Es ist einfach die saubere Variante, mit so einem Fahrzeug umzugehen. Man könnte LKW-Zulassungen anstreben, das ist aber... Das ist nicht sauber, ne? Nein, es ist nicht sauber. Okay. Und wäre unprofessionell, das zu empfehlen. So, also 2 Schlersauszüge sind drin. Was ist das hier eigentlich, das Ding da? Genau, das Ein ist Stuhl? Ein Stuhl von Helinox. Ein Stuhl mit ganz kleinem Packmaß und trotzdem sehr viel Komfort. Sag mal. Alles klar. Das, ja, du kennst mich, wenn ich da frage. Ja, klar. Du machst einen Spruch wie vom Kaufhaus und dann darf ich ihn nicht sehen. Was ist das? Zeige ich dir. Zeige ich dir. Da brauche ich aber jetzt kein Abitur, oder? Das Gestänge ist mit so Gummikordeln verbunden, das wird einfach aufgebaut, baut sich ja praktisch von selbst auf und ja, dann wird noch der Stoff eingezogen. It's magic, ha? Ja, it's kind of magic. Ihr sprecht viele Sprachen, Englisch,
Französisch, Italienisch? Englisch und Deutsch, wir, und haben aber auch einen multilingualen Kollegen, wo wir von Spanisch, Französisch, Italienisch alles abbilden können. Haben auch eben einen Italiener im Team, der von Italien aus arbeitet. Ja, und sind auch offen, neue Sprachen zu lernen, wenn es sein muss. Ungarn ist in der Nähe. Ungarisch ist ja extrem schwierig. Kann das irgendjemand bei euch? Oder sprechen die Englisch, die meisten? Ja, ich denke, die meisten reisefreudigen Menschen in Ungarn sprechen auch Englisch. Mit dem kann man sich meistens über Habt ihr ein Fahrzeug schon mal in Ungarn verkauft? Noch nicht, nein. Noch nicht. Also liebe Ungar oder Ungarn? Ungarin. Ungarin, so. Gendermäßig, okay. Du musst schon mal reinsetzen, das bringt ja hier nichts, wenn der einfach nur... Und? Ja, es ist mega bequem, also für das leichte Packmaß und auch das Gewicht ist es super bequem. Auch hinterlüftet durch das Netz. Das Produkt gibt es auch bei uns im Online-Shop, von daher feel free. So, jetzt bling, jetzt mache ich so ein Insert. Ist so, ihr habt einen Online-Shop, man kann bestellen. Genau, richtig. Wir haben einen Online-Shop mit Zubehör, auch mit unseren Möbeln. Wir versenden täglich mit Paketdienst, also rund ums Camping haben wir recht viel Zubehör. Ja, seid in Wels. Wels ist eine Stadt, die muss man erlebt haben. Ist eine Messestadt. Ihr habt eine eigene Caravan-Messe hier. Ist die groß? Es ist die größte Österreichs, im Vergleich zu einer Free zum Beispiel oder Caravansalon Bern etwas kleiner, aber auch immer gut besucht und auch von den Ausstellungen her recht interessant. Ihr seid dieses Jahr auf dem Caravansalon in Düsseldorf. Da werde ich euch besuchen kommen. Seid ihr selber da? Ja, das mit voller Kraft voraus. Ich sehe es im Stuhl, der bringt ihm wahrscheinlich einen Stuhl mit. Ja, also der Martin übt schon, wie man sieht. Aber 11 Tage ist schon heftig. Also wenn du da bist, ich glaube danach fällst du, glaube ich, ist das viel? Ihr arbeitet schon viel oder seid ihr viel auf Camping? Ja, wir arbeiten schon viel. Camping machen wir trotzdem auch viel, denn mit so einem Fahrzeug, wie wir es ständig ausbauen, hast du schnelle Flucht in die Freiheit. Auch 1 Tag, 2 Tage sind einfach gleich wieder Erholung pur. Und das macht das Produkt, was wir erzeugen, möglich. Und ja, warum glaube ich ihm das nicht so wirklich, dass er viel Urlaub macht? Ja, weil ich habe schon das Gefühl, ihr seid noch jung, aber ihr habt viel auf die Beine gestellt. Das Ganze jetzt seit 5 Jahren seid ihr dabei. Du bist 21, 31, du bist 33. Warum tut ihr euch das an? Du könntest doch mit dem Skills, den du hast, ja auch einen normalen Job machen, würdest du dich dumm und dämlich verdienen. Ja, wahrscheinlich wäre es so. Wir haben auch beide in der normalen Arbeitswelt gearbeitet und sind einfach draufgekommen, dass die Firmen da draußen nicht das widerspiegeln, was wir in den Köpfen haben. Und deswegen haben wir uns neu orientiert und etwas Großartiges geschaffen. Und wir möchten das einfach genau anders machen wie große Konzerne oder auch kleinere Firmen, die einfach nur schauen, dass jeder Euro reinkommt, der irgendwie reinkommen kann. Natürlich ist es wichtig, Geld zu verdienen, aber bei uns steht der Mensch und vor allem auch der Mitarbeiter im Vordergrund. 30 Leute habt ihr, gell? Wir haben 30 Mitarbeiter, ja. Wir suchen auch ständig neue Kollegen und Kolleginnen, auch in der Produktion oder Administration. Also Allrounder sind gut, eigentlich auch immer, oder? Ja, als Caravan-Techniker muss man Allrounder sein. Da geht es um Elektrik, da geht es um Fahrzeugtechnik. Der Klimaanlagentechniker, das ist doch der Allrounder schlechthin. Das heißt, der kann alles. Der kann Metall, der kann Holz, der kann Elektrik, der kann... Ja, ich würde sagen, wir haben schon eine gute Ausbildung genossen und demnach fehlt es uns nicht am Hausverstand. Na, komm, wir machen mal weiter. Bisschen Werbung. Also wenn ihr Lust habt, sucht einen coolen Job. Geht nach Wels, nach Oberösterreich und werdet glücklich. Wenn ich jetzt kein Österreichisch kann, ist das... Ja, ich glaube, ihr habt einen Deutschen, oder? Ja, momentan einen Deutschen, einen Italiener, einen Kanadier. So, quotenmäßig. Genau. Ich glaube, da gibt es einen Zuschuss, wenn man einen Deutschen hat, oder? So, jetzt gehen wir mal los. Black Edition, das ist euch gelungen. Ich finde den Kontrast mit dem Zirbenholz natürlich gigantisch. Das ist hart, aber fein. Nee, aber ist richtig geil. Also wenn du guckst hier unten das Weiße mit dem Black, das ist, ihr habt wirklich einen Höllenaufwand gemacht. Ihr habt alles schwarz gemacht. Ist die Box, habt ihr auch schwarz gemacht? Nee. Nein, die nicht, aber den Wechselrichter, der wäre... Der Wechselrichter, warte, ich zeig dir mal. Der ist hier vorne drin. Der ist jetzt schwarz. Genau, der wäre normalerweise blau. Der ist blau, der ist jetzt schwarz. Dann hier natürlich, das hier hätten wir jetzt auch noch das Beinchen schwarz machen können. Ich glaube, da haben wir sogar das Schwarze am Lager und haben es leider Gottes damals verabsäumt, dass wir es montieren. Oder es ist zu spät gekommen.
Jetzt müssen wir da dem Oliver noch ein kleines Update verfassen. So, hier unten ist die Autotherm drin. Auch da, wenn jetzt Leute sagen, naja, machen wir eine Truma rein oder so, das ist total abnorm in dem Bereich. Ne? Ja, Truma ist in dem Fall eine Gasanlage und Gasanlage auch Diesel. Gibt's auch Diesel, ja, stimmt schon. Eine Eberspecher oder eine Webasto-Standheizung wäre dann wohl auch die möglich. richtigere Alternative. Ja. Das ist so. Aber ihr habt gute Erfahrungen gemacht, wirklich mit Autotherm, weltweit unterwegs, Cycle. Ich sag mal, auch da, Problem, kriegt ihr genug Ersatzteile von Cycle oder Teile? Ja, die Partnerschaft hat bisher immer sehr, sehr gut funktioniert. Wenn man früh genug ordert, dann passt es auch. Und wir haben nicht nur Cycle Deutschland als Partner, sondern auch Cycle Italien, die uns dann hin und wieder mal aushelfen können, wenn es wirklich mal eng wird. Genau, seid ihr hier in der Nähe. So, das Cockpit. Ihr habt irgendwas bezogen, hast du mir gesagt. Genau, also wenn man den normalen Transporter kennt und wie wir ihn nachher auch noch im grünen Fahrzeug sehen werden, ist das ja eigentlich alles grau, wo wir sind. Und das kennt man eher aus einem BMW oder einem hochwertigen Mercedes V-Klasse, hat das zum Beispiel auch, dass das da dunkel ist. Und wir haben auch hier die Schurwolle über die Grenzen des Laderaums hinaus nach vorne gebracht, haben die Sonnenblenden bezogen. Das ist so schwarz, dass ich es kaum filmen kann. Das ist echt der Hammer. Warte mal, mach mal hier meine Lampe. Ich habe die letzten 2%, die schenke ich euch jetzt. Es ist alles mit Schurwolle hier bezogen. Das heißt, die Seitenteile, hier sieht man es eigentlich perfekt. Da habt ihr es gemacht. Das ist so ein bisschen Bauhaus, oder? Also ich sag mal, nee, nicht Bauhaus. Dieser Typ, der mit Filz gearbeitet hat. Wie ist er nicht? Ich nehme es zurück. Was jetzt nicht? Dummes Zeug. So, ich guck mal gerade. Aber auch hier einfach diese, sage ich mal, edlere Optik der Black Edition, das hätte sonst das Bild, sage ich mal, ein bisschen zerstört. Auch da oben die Kunststoffteile sind normal so grau wie da diese Schalter. Das ist alles. Das habt ihr auch lackiert? Ja, genau. So. Da ist die Autotherm, also jetzt habe ich 100% Licht drauf. Jawohl. Cool. Ja, ich bin total begeistert. Also ihr habt einen Sitz jetzt hier drin. Was kann man denn maximal zulassen bei euch an Sitzen? 3 Sitze in der zweiten Reihe sind ohne Probleme möglich, wenn man hinten auf die Möbel verzichtet, dementsprechend auch noch mehr Sitze. Also. So, wir müssen das Fahrzeug öffnen, denn alles andere wäre fatal. Eine Farce, denn der Raum ist jetzt, das ist ein normaler VW-Bus von der Größe her. Genau. Hat auch die normale Länge. T6, Sicherungen werden geöffnet. Gibt jetzt auch Sicherungen. Ja, die gab es nicht immer. Ja, du sprichst aus eigener Erfahrung. Ja, ich werde aber jetzt nicht erwähnen, was mir passiert ist. Solange du nicht abgehoben bist und immer am Boden bleibst. So, machst es hoch. Es geht hoch und jetzt kommt ja das Schöne, also für alle, die es noch nicht gesehen haben, das Aufstelldach hat mehrere Funktionen. Es hat unter anderem die Funktion, dass ich eine Stehhöhe erreiche, wo selbst große Menschen wie du stehen können. Ja, richtig. Man hat einfach viel mehr Platz im Fahrzeug und vor allem, wenn man länger unterwegs ist, lernt man das wirklich zu schätzen, sich mal strecken zu können, auch bei Schlechtwetter sich im Fahrzeug umkleiden zu können etc. Also es bietet schon sehr, sehr viel Mehrwert, so ein Aufstelldach. Was mir gut gefällt, ist der eine Sitz nur. Das heißt, du brauchst ja, ich sag mal, den einen Sitz, das ist ganz praktisch, weil der Fahrersitz, den drehst du nicht vielleicht immer, so dass du mal schnell anhalten kannst. Ja, und vor allem der Besitzer dieses Fahrzeugs hat auch eine große Dogge und die sitzt da. Die fährt dann auch teilweise mit, ja. Okay, komm, ich geh mal. Das wird dann mit der Sicherung über das Airline-System, wie man es da zum Beispiel sieht, ideal für Hundehalter, weil man da einfach einen oder 2 Airline-Fittinge verwenden kann, um den Hund dann mit dem richtigen Geschirr zu sichern. Das ist ja immer ein Thema der Ladegutsicherung für die Hundehalter, dass das sauber funktioniert. Gerade in Österreich, hier gucken wir gerne hin, die wiegen auch mal gerne. Das heißt, ihr fahrt ja mit jedem Auto Vorderachslast, Hinterachslast, das muss, wie schwer sind wir denn hier? In dem Fall hat das Fahrzeug als Leere ca. 2500 Kilogramm, so wie es jetzt da ist. Und darf? 3200, Entschuldigung. Das ist ja nicht mehr die Welt, oder? Auflasten. Wir können auch auf 3500 Kilogramm auflasten, haben da ein Spezialgutachten für Österreich, wo wir selbst mit Cycle zum Beispiel, mit den Fahrwerken auf 3500 Kilogramm glatt auflasten. Dann hätten wir eine Tonne rund, oder? Dann hätten wir ungefähr eine Tonne Zuladung, aber so wie es jetzt ist. Und das heißt, wir hätten jetzt dort 500 Kilogramm Kleidung. Das heißt, die Personen sind schon mit drin?
Nein, Personen kommen noch dazu. Ja. In dem Fall 75 Kilogramm im Schnitt rechnet man pro Person. Bei dir, ja. Das ist bei uns in Deutschland wiegen die alle 100 plus. So, ich zeige es mal gerade. Also hier, ihr habt alles verkleidet. Hier ist nichts mehr original. Das ganze Aufstelldach habt ihr veredelt. Richtig. Das ist mit drin. Dann SCA, es gibt ja Leute, die bauen eigene Dächer, habe ich die tolle Konstruktion gesehen, was da ist. Ihr sagt, muss nicht unbedingt sein, oder? Na, wir sind natürlich motiviert und haben sie mit dem Gedanken schon auseinandergesetzt, aber wir haben dann irgendwo auch entschlossen, dass wir nur weiterkommen, wenn wir gute Partnerschaften schließen und eher versuchen, dass SCA unser Feedback aufnimmt und vielleicht das eine oder andere Produkt auch im Sinne der Ausbauer verbessert. So, das ist Klo. Das ist eine Eigenkonstruktion. Ihr habt eine Trennkulette selber konstruiert. Den Einsatz habt ihr auch selber gebaut? Nein, in dem Fall ist der Einsatz ein Zukauf von der Firma Kildwick. Wir sind aber jetzt gerade dabei, dass wir da ein 100%iges Eigenprodukt entwickeln. Das ist eine tolle Technik, Trenntoilette mit Beutelchen. Der Beutelchen ist selbst verrottbar. Heißt, man kann es sogar vergraben. Darf man zwar nicht, aber theoretisch könnte man das. Und kommt mir nicht mit dem Argument, der Hirsch macht ja auch in dem Wald. Darum geht es nicht. Es geht darum, das, was man hinterlassen hat, nicht einfach zu verteilen. Genau, einfach das Bewusstsein, wenn man campt, ist so wichtig. Die Natur gibt uns so viel Energie, also lasst es uns nicht blöder machen oder irgendwie verunreinigen. Ist sie nicht normal weiß, der Einsatz? Es gibt den in weiß und in schwarz. Ich dachte schon, auch den hättet ihr lackiert. Ja, es gibt in dem Fall hat der Schwarze natürlich her müssen. So, hier vorne, da sind noch andere Sachen. Da kommst du jetzt ran. Ist das der Rückteil vom Schwerlastauszug? Richtig, genau. Okay. In dem Fall ist es natürlich auch wieder ein Vorteil, dass der zweite Sitz in der zweiten Reihe nicht vorhanden ist. Dadurch komme ich besser an den Stauraum ran. Und ja, das ist gut. Finde ich gut, ja. Das ist so. Jetzt kommst du ran, jetzt kannst du die Sachen raus. Und ich glaube, das ist ein wesentliches Feature. Sag mal, ihr habt ja auf den Millimeter gearbeitet. Ich habe gerade gesehen, wenn du das Klo anziehst, mach nochmal auf. Das ist viel Luft ist dann immer, oder? Ja. Nein, aber das kann sich auch jeder Kunde frei konfigurieren, je nachdem, welche Boxen er benötigt, um sein Zeug zu verstauen, hat man halt mehr oder weniger Platz. Es ist wichtig, dass wir grundsätzlich versuchen, den meisten Platz zur Verfügung zu stellen. Und dann kann der Kunde den nutzen, wie er gerne möchte. So, ihr habt das SCA-Dach, hat einen Lattenrost oben drin, also so Teller, glaube ich, die drin sind. Lattenrost plus Tellerfeder, Lattenrost. Beides? Beides in Kombination. Das heißt, auf dem Lattenrost ist ein Tellerfeder-Lattenrost aufgebaut. Man schläft oben richtig gut, weil ich habe mit dem oberen, ich hatte das alte SCA-Dach am T6, war nicht gut, von dem Schlafkomfort oben war eher schlecht, muss ich sagen. Kann ich verstehen. Ja, es ist so, das haben die stark verbessert. Definitiv, auch da hören Sie auf das Feedback der Kunden und ja, das merkt man einfach auch. Wenn man gehört wird, dann arbeiten wir gern zusammen und dann entstehen super Partnerschaften und genauso sind wir auch. Wir machen es mal runter. Auf der Suche nach Partnern. Gucken wir mal rein. Ihr habt ja mit mir einen dankbaren Partner, der alle Funktionen dieses Fahrzeuges selbstlos testet, wie dieses Bett hier. Und das ist wirklich, du sagst, das ist viel besser geworden, ja? Also mit dem Lattenrost wahrscheinlich auch, oder? Ja, genau. Wir haben ja auch ältere Modelle im Einsatz. Zum Beispiel hat es lang für Renault kein anderes Schlafdach gegeben. Und da war einfach nur die Platte und haben das auch miterlebt. Nur die Platte bei mir, das weiß ich ja. Genau. Und da haben wir einfach mitgekriegt, dass sich da was tut und mittlerweile sind alle Lattenroste ausgetauscht. So, ich zeig mal, ich heb mal hoch, da kann man raufgucken. Also da ist ein Lattenrost und Teller drunter. Naja, jetzt kann ja nichts mehr schief gehen. Das ist der. Mach mal hoch bitte. So, das machst du einfach hoch. Das Teil hier übrigens, das kann man, wenn du mal so lieb bist, steckst mal gerade unter das Bett runter, dass wir mal sehen. Das ist auch alles selbst gemacht. Also auch hier diese. Das sind unsere Thermocover mit dem Aufbau. Dann wird man das dann zum Beispiel einfach auf super, jetzt ist schöner. So, jetzt hat man das. Ja, hier ist es. Könnte man die Fahrzeugsitze auch mit Loden beziehen? Das würde jetzt noch, wenn der Kunde kommt und sagt, hätte ich gerne, weil der Stoff ist sehr automotiv, extrem belastbar. Der ist eigentlich gut, wie er ist, oder? Ja, allerdings haben wir jetzt die ersten beiden Fahrzeuge mit unserem ersten eigenen Überzug aus Loden ausgeliefert. Da haben wir dann exakt denselben Stoff wie hinten und tatsächlich hast du uns hier, ja, also das ist, in Österreich würde man sagen, aufplattelt, genau, erwischt. Das ist was bei dem Fahrzeug noch fehlt, aber in unseren Köpfen schon in die Serie kommt. Ihr habt die aufplattelt.
aufplattelt. Mein Gott, ich werde es nie mehr lernen, das Österreich. Aber das ist ja noch nicht schlimm. Hier vorne habt ihr volle Hütte gemacht, das heißt mehr ging wahrscheinlich nicht an der Fahrzeugausstattung? Nein, das Einzige, was das Auto nicht hat, ist ein Bergabfahrassistent, aber wir haben von Sperren, digitales Cockpit etc. alles an Bord, was Assistenzsysteme betrifft. Eben in der Limited Edition vorkonfiguriert, einmal alles, genauso wie bei unseren MANs, die im Herbst kommen werden. So, hier vorne sieht man übrigens, sind so 12 Volt Buchsen an beider Seite. Da hast du die volle Wahlfreiheit, da kannst du reinstecken vom Inverter bis zum, was weiß ich, also bis zur USB-Steckdose. Das sind die Dinger, die du auch kaufen kannst, wo du einfach reinsteckst, die auch ins Auto passen, gell? Richtig, genau. Wir haben im Webshop auch da wieder eine Auswahl an Produkten, die Sinn machen, die wir getestet haben. Genau, Zigarettenanzünder, so Steckdosen. Und so bleibst du immer State of the Art und kannst du dein Handy einfach auch adäquat laden beispielsweise. Wie viele Fahrzeuge sind jetzt draußen eigentlich schon, die heute gemacht? Roma haben wir jetzt 47 ausgeliefert. Insgesamt alles in allem? Alles in allem, seit wir es bauen, und das ist seit 2 Jahren, dass es dieses Fahrzeug gibt. Ja, es gibt ja noch mehr als Roma. Genau, es gibt auch Tramper. Da haben wir ungefähr 80 gebaut. Also von den Tramper? Von den Trampern, ja. Also 130 bis jetzt? So circa. Ist das schon was, oder? Ja, das hat sich in den letzten 3 Jahren ganz gut ergeben und unser Team ist größer geworden und fleißiger und der Prozess besser. So, und habt ihr mich gerufen und hat gesagt, hey, wir können noch ein bisschen bauen. Lieferzeit von dem, wenn ich jetzt mit Auto bestelle, 2 Wochen? Ja, eher 3 Wochen. Nein, natürlich nicht. Es ist so, dass wir aktuell eine relativ große Menge an Basisfahrzeugen vorbestellt haben, denn wir wissen einfach, dass die Lieferzeiten aktuell bei circa einem halben Jahr bis Jahr eher... Ihr kriegt alles, was ihr kriegt, oder? Ihr nehmt alles, was ihr kriegt. So auch nicht. Wir konfigurieren die Fahrzeuge schon so, dass sie auch reisefreundlich sind. Nein, was ihr kriegt, was ihr zugeteilt kriegt von dem, was ihr bestellt habt. Heißt, es könnte sein, dass ihr gar nicht alle Fahrzeuge kriegt, oder? Das kann natürlich auch sein. Citroën hat uns da heuer den Strich durch die Rechnung gemacht und hat uns eine große Menge an vorbestellten Fahrzeugen zum Beispiel storniert. So, passiert. Komm, wir gehen raus. Abmoderation, tolles Auto. Auch der Boden hat übrigens eine Historie. Also es ist nicht irgendein Boden, sondern der ist lösemittelfrei. Der ist aber ein Industrieboden wie, ich sag mal, ein Vinylboden für den Objektbereich. Richtig, genau, kommt aus dem Objektbereich, ist aber einfach ein bewusstes Produkt aus Rizinusöl, Rapsöl und Kreide hergestellt. Somit theoretisch verrottbar und trotzdem mega widerstandsfähig. Keine Lösemittel, nichts was ausdampft, es fühlt sich einfach gut an. Es quält aber auf. Es quillt auf? Nein. So, das war die Frage. Also das heißt, wenn ich jetzt hier mal irgendwas vergieße oder so irgendwas, es geht nicht direkt kaputt. Dreckige Schuhe, Steine in den Schuhen, das alles muss das aushalten, weil für genau dieses Terrain sind ja diese Fahrzeuge auch gebaut. Hier vorne. Also schön ausgebaut, muss ich sagen. Hat seinen Preis, aber es hat auch Werte halt. Also man prophezeit ja diesen Autos eine gleißende Renaissance, spätestens dann, wenn sie nicht mehr lieferbar sind. Dann wird wahrscheinlich das Gleiche passieren wie mit den alten G-Modellen, die im Wert eher steigen. Ja, wenn ich sowas haben möchte, ich komme nach Wels, das ist am besten. Ihr habt eine tolle Webseite, habt einen tollen YouTube-Kanal, wo man wirklich unglaublich viel Details sehen kann, wie ihr einbaut, wie ihr baut und so weiter. Da investiert ihr richtig viel Geld und Schweiß. Habt einen Kameramann, der... Michael, der ist aber jetzt gar nicht da, oder? Der präpariert wahrscheinlich schon die nächste Szenerie. Ja, danke schön, ja, wo mir der Arm schon so weh tut. So ist es aber. Ja, aber trotzdem viel gepackt, finde ich, ja. Ja, super gut. Also fühlt sich noch immer gut an und wir haben noch immer Energie. Ich guck mal, also 19 Uhr. So langsam werden wir jetzt mal in Richtung Grill gehen und dabei werden wir das nächste sehen, was wir filmen werden. Den werden wir noch filmen. Dann werden wir noch mindestens filmen den Trailer. Der ist auch ganz neu. Also da könnt ihr euch gespannt machen. Gibt es ein eigenes Video zu? In Kalifornien mit einem Vanlife-Modulsport. Wir schauen mal. Nee, das war noch hin. So, hier vorne stehen noch ein paar Sachen. Wir können ja mal rumlaufen. Hi. Hi. So, mit dir haben wir auch ein Video gemacht. Genau. Ziemlich cool. Du bist der? Frank. Hallo Frank. Du hast ein Fahrzeug gekauft mit deiner Frau zusammen. Genau. Und bist happy. Sie ist Ärztin, fährt damit auf Land. Das ist ein langer. Auch da gibt es ein eigenes Video zu. Erstmal vielen Dank, Frank, zu dir. Schickes Auto. Ich bin ja total neidisch. Also ich kann ja mit den Formentor geben und fahre mit dem zurück. Lass mich mal fahren mit einem, ja. Danke. So, Caddy. Das ist auch eigentlich ein tolles Auto, aber ihr habt das Gefühl, wir werden immer teurer? Ja, wie alle Autos, oder? Werden auch immer teurer.
Ah, der ist schick geworden, oder? Der neue. Gibt es noch gar nicht so lange, oder? Gibt es noch nicht so lang, gibt ihn aber auch bei Ford. Wie, Ford Caddy? War Spaß. Also ist eine Co-Produktion. Ist das ein Ford oder ein VW jetzt? Das ist ein VW. VW und Ford baut ihn praktisch in Kooperation. Richtig. Und das wird uns vermutlich auch bei den großen Transportern irgendwann auch so gehen. So, vermutlich und so weiter, aber du weißt schon ein bisschen mehr, aber ihr dürft ja nichts sagen. Da hinten steht MAN, da baut ihr demnächst, habt neue Projekte 4x4. Da ist das Teardrop-Projekt, das habt ihr umgebaut. Das ist ein Prototyp oder ist der einsatzfähig? Der ist einsatzfähig, aber ist der erste Prototyp. Ich glaube, Wasserinstallation funktioniert noch nicht ganz. War jetzt auf der ersten Messe und Wo war die Messe? in Leibniz in der Südsteiermark. Die Van Days können wir jedem empfehlen, der auch einmal das schöne Österreich erleben möchte. Van Days in Leibniz in der Südsteiermark. Das klingt alles Richtung Ungarn. Nee, oder wo ist das? Slowenien. Slowenien, das meinte ich auch. Ja, da ist es. Der ist schön, wenn wir noch ein Video drehen. Was ich hier alles verspreche. Ich guck mal gerade. Na gut, weiter geht's. Das ist deiner. Auch der hat die Boxen drin, also euren Ausbau. Was hat der Sport drin? Vanlife Ausbau Sport, richtig. Sport. Genau. So, auf den hast du geschossen bei wem? Bei einem, bei der Firma, beim Wolfgang Meyer. Beim Wolfgang. So. Beim Wolfgang, dem ehemaligen Geschäftsführer von der Firma Taubenreiter in Salzburg. Weil da muss man ehrlich sagen, da ranzukommen, das ist schon fast, da braucht man viele Beziehungen. Er riecht nach Diesellok, das ist eine richtige Maschine, ne? Ja, definitiv. Also wer weiß, wer sich ein bisschen mit den Toyota Land Cruisern in der Historie beschäftigt, der weiß, dass das ein ziemliches Schmuckstück ist und auch in dem Zustand, wie er ist. Baujahr? 1997. Krass. Der kriegt ein H-Kennzeichen hier, der Max? Demnächst könnte es so sein, ja, wenn er 25 Jahre alt wird. Österreich. Wie sehen die aus, die H-Kennzeichen bei euch? Nicht anders als die anderen, also ganz normal Standard. Ganz normal. Das heißt, du kannst von außen gar nicht sehen, dass er eins hat. Ja, genau. So, und das wollte ich eigentlich noch zeigen. Da gibt es gleich was zu essen. Das Problem ist, wenn wir jetzt anfangen zu essen, dann werden wir die Videos nicht mehr drehen. Das ist Flair, heißt das ganze Ding, ist eine Produktion, auch hier aus Oberösterreich, wird gebaut von einem guten Kumpel von euch, ne? Richtig, von einem bekannten Unternehmen, das zum Teil für uns Metallbauten, also Metallzulieferertätigkeiten durchführt. Ist ein Grill, mit dem mehrere Leute praktisch gleichzeitig grillen können. Nicht einer grillt, sondern alle grillen. Alle grillen und das fördert auch die Unternehmenskultur, wenn man sich beim Essen in die Augen schauen kann. So. Du bist der Kameramann, der Michael, wir haben dich eben kurz erwähnt, mit allem drum und dran, die anderen flüchten. Wer ist die Frau eigentlich, die gerade flüchtet? Das ist unsere gute Anna. Was macht die? Die Anna ist die gute Seele des Unternehmens. Hallo Anna. Hallo. Erzähl mal, wie lang bist du schon dabei? Ich bin bei Easygoing seit März 2020. Also ja, damals waren wir nur zu 8 und einer auf einem anderen Standort. Aber ja, hat sich in den letzten 2 Jahren eigentlich sehr viel getan.